2021 DaVinci 500 KD. 500 KD. Kinderzimmergrundriss. Und das ist was ganz Besonderes, denn wenn man reingeht, hat man eine große Sitzgruppe. Man hat ein Frontbett, was ich denke mal sehr selten ist. Das hat man nicht so oft. Habe ich bei Kabe ab und zu mal gesehen, so ein Frontbett. Wir haben Seitz-Rahmenfenster mit drin, die richtig toll sind. Das neue automotive Design im Modelljahr 2021. Und ja, eine Klimaanlage ist reingekommen. Das heißt, ihr habt noch was nachgerüstet. Hallo Sabrina. Hallo Sven. Genau. Ja, wir haben nachgerüstet und zwar haben die Kunden sich noch im Nachgang dafür entschieden, damit auch mal noch vielen Dank an die Familie die uns das Fahrzeug zur Verfügung stellen, mit denen habe ich schon mal gesprochen. Wir haben eine Klimaanlage denen jetzt nachgerüstet und die bekommen jetzt in der Vorbereitung gerade noch eine Markise mit angebaut. So, das Fahrzeug ist klein, aber fein. Trotzdem bietet es jede Menge Platz, denn der Grundriss ist sehr durchdacht und wir haben an der Seite Glattblech wie beim Wohnmobil. Glattblech ist diese Option bei dem Fahrzeug. Ja, das gibt dem einfach einen gewissen Kick. Du hast noch die Möglichkeit, auch noch hier Zierleisten mitzuwählen. Hat das Fahrzeug jetzt auch nicht. Also es gibt ganz viele Optionen, aber er sieht halt einfach dementsprechend schnick aus. So ist es ja. 2021. Die Qual der Wahl ist ja ein großes Thema. Ist das hier Build to Order gewesen oder stand der hier und die Familie hat den so gekauft, wie er war? Den haben wir für die Familie besorgt, weil sie speziell diesen Grundriss haben wollte. Und da hat unser Chef sich ein bisschen eingesetzt und ihnen dass sie jetzt wirklich für 2021 direkt mit dem Fahrzeug starten konnten. Und sie lassen sich jetzt halt das ein oder andere noch nachbauen. Ja, die Fenster sind richtig klasse. Das ist eine Option? Die Seitfenster? Mit dem Glattblech in Verbindung, jawohl. Okay, das heißt, die kommen dann, wir gucken uns das gleich mal zusammen an, drinnen, denn die bauen so gut wie gar nicht auf. Also man sieht das hier, die sind fast komplett bündig. Ja. Und das soll auch einen gewissen Hintergrund haben, dass man hier nicht so mit einem Schraubenzieher oder irgendwas drunter, Einbruchssicherung, gewisse Einbruchssicherung. Sabrina, wenn du rein willst, kommst du rein, aber es ist dann nicht ganz so einfach. So sieht's aus. Wobei ich habe mal probiert, in die normalen Fenster reinzukommen, das sieht so einfach aus. Da musst du schon richtig Kraft anwenden. Also so ganz so einfach, bis die abbrechen, oder ist es bei dir einfacher? Die Jungs können das etwas anders da. Die haben da ihre Kniffs und Tricks, aber man sollte das ja auch nicht so präsent zeigen, dass das nicht jeder direkt dann kann. Es gibt Tricks. Ja, das ist ja, das Schönste ist ja wahrscheinlich da eine spezielle Schlüssel, den ihr nicht habt, ja. Das ist Universal nennt man Universalschlüssel. Da vorne sieht man die neuen Felgen. Die Felgen, genau. Das sieht doch hübsch aus, oder? Einmal das nette Tabat-Design. Hier haben wir sogar, glaube ich, auch damals noch den Mover nachgerüstet jetzt gehabt. Der ist drin, gell? Steht hier unten. Ja, da vorne ist er, ein Truma Mover. Der ist da unten eingebaut. Ja, wir gehen mal kurz nach vorne, gucken wir uns mal 2, 3 Besonderheiten an. Ich habe die Möglichkeit, unterm Bett direkt einzuladen. Es gibt eine Serviceklappe, die da ist. 2x11 Kilo sind hier drin. Der ist ja schon wie lange im Einsatz, der Wagen? Die haben den jetzt gut 4 Wochen. Gute 4 Wochen. Und happy? Ich habe nichts Negatives von denen gehört. Sie haben schon Spaß damit gehabt. Aber jetzt ist ja Winter. Jetzt ist Winter, deswegen dürfen wir jetzt da etwas noch nachbauen und haben das Glück, dass wir das Fahrzeug hier mit dir drehen können. Stützlast hier, so ein Fahrträger auf der Deichsel, ist das schwierig oder geht das? Die haben alle 100er Stützlast, die sollte man auch mit berücksichtigen. Ja, wenn man so ein Fahrzeug packt und ist die Stützlast an der Anhängerkupplung sehr, sehr wichtig. Und so ein Fahrradträger muss man wirklich als Zuladung mit beachten, hat ja allein schon 15 Kilo plus die Fahrräder dann halt mit drauf. ATC ist jetzt auch keine Serie bei dem? Nee. Wenn du mir mal kurz erklärst, was ist ATC? ATC kann man sich vorstellen wie das ESP beim Auto. Elektronische Regelung, wenn das Fahrzeug in Schlingern kommt, gleicht das Fahrzeug das über die Elektronik aus und versucht es in der Spur zu halten. So ist das, hast du fein erklärt. Du warst auf der Messe in Düsseldorf, da wurde die Frage wahrscheinlich am Tag 500 Mal gestellt. Nee. Da wurde sie 500 Mal gestellt und wir 2 haben es auch schon hinter uns. Ja, ATC. Wir haben ja schon gedreht in Düsseldorf. Das ist die Serviceklappe, sie ist jetzt zu, aber da komme ich unter das Bett. Wir können uns das gleich mal von innen angucken. Wir haben das Fahrzeug ist im Moment ein bisschen zerlegt. Ja. Nichtsdestotrotz, einen Schlüssel hast du? Guck mal gerade. Ja. Schlüssel ist da. Dann machen wir mal auf, denn das ist auch interessant. Ich habe hier eine schöne Option. Ich kann nämlich problemlos hier einfach... Wir haben es auch genutzt. Einfach durchladen. Am besten lässt du es mal auf,
Da können wir nämlich von innen einfach mal reingucken gleich mal und das mal zeigen. Da sind ein paar Sachen drunter. Stühle. Haben wir schon drin. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Autarkie-Paket hier drin. Da fragst du mich jetzt gerade. Ja, zumindest leuchtet das Licht. Leuchtet. Der hängt jetzt auch sowieso am Strom. Guck mal, da oben siehst du es einmal drin. Ja. So, der hat jetzt 230 Volt im Moment dran. Der hat die Truma Kombi mit drin. Das ist auch, dann habe ich hier vorne, ist schon ein bisschen Look wie ein Wohnmobil, wenn du reinkommst. Das heißt, auch die Küchenanordnung linke Seite, das ist so, ich sag mal, ein besonderer Grundriss für Familien, der da ist. Das heißt, gegenüber die Sitzgruppe, dann habe ich Betten, die ich nicht jedes Mal umbauen muss, die fest sind. Das heißt, auf der rechten Seite kann ich zuziehen, können wir uns gleich mal angucken. Bevor wir reingehen, würde ich dir mal kurz noch was zeigen, wenn du mich lässt. Weil du hast jetzt gerade gesagt, mit Betten umbauen und so weiter und so fort. Ich zeige dir mal was. Ja. Pass mal auf. Das kannst du umbauen zum Bett. Wenn Ja. du jetzt aber gerne ein bisschen mehr Platz haben möchtest, hast du die Möglichkeit, einmal das hier hochzumachen. Dasselbe auf der anderen Seite. Den Tisch nach unten, eine Verlängerung. Hier dran kommt noch ein Polster und dann hast du eine große Liegefläche. Wenn du es willst. Aber Wenn du möchtest. Ansonsten kannst du das immer serienmäßig so auch umbauen. denn es gab für uns nichts Schlimmeres, als im Wohnwagen permanent umzubauen. Das war eine große Belastung. Auch wenn du natürlich im Sommer unterwegs bist, viel draußen bist, aber morgens, da willst du ja dann mal deinen Kaffee kochen und so. Und hier hast du halt die Möglichkeit, du kannst hier zumachen, kannst es hier als Liegewiese verwenden. Genau. Hier dementsprechend, wenn du dich von Kindern und dem Raum ein bisschen trennen möchtest. Alcantara, cool. Das ist ein toller Stoff, der auch ein bisschen fester ist. Also man fühlt sich dann komplett getrennt, machst zu, können die Eltern schlafen. Genau. Dann hast du große Staufächer über dem Bett. Wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Gucken, was drin ist. Große Sind jetzt Überraschung. alle, der Da Vinci ist ja komplett überarbeitet jetzt. Also du siehst das komplette neue Dekor vom Da Vinci. Momentan für 2021 ist er ja komplett im Modell geändert. Ganz schlicht, also ganz zurückhaltend. Tabat-Logo. Genau. Dann hinten ein großes Heckfenster, dann wie im Hotel so eine Rückwand, die sehr gelungen ist, oder? Das würde ich auch so behaupten. Genau. Ja, also Wenn du mal kurz anmachst, so ein Leselicht. Ein Heimkommen ist es ja. Du hast ein Leselicht mit drin. Immer mit den Tabat-Wappen, mit den Rauten. Da vorne sind die Rauten drauf. Sehr schön. Also ich zeig's mal gerade komplett, dass man mal sieht, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück. Wir sind Also ja umbauen, deswegen ein bisschen durcheinander, aber genau, in der Front ist nämlich das Bett. Wir bauen nämlich gerade, oder ihr baut gerade eine Klimaanlage ein. Deswegen habt ihr die Heki ein bisschen modifiziert, dass ihr besser rankommt an die Streben. Die Klimaanlage ist schon eingebaut. Die Anlage ist drin, Dachfenster ist zum Teil noch draußen, also sprich das Heki, weil wir auch noch Querstreben übers Dach legen, für die Markise anzubauen. Das ist so. Da sind sie im Moment gerade dabei. Warum sind da jetzt Querstreben dran, damit es gut hält? Oder? Die dementsprechend diese Fixierpunkte und die Befestigungen für die Markise hat. Ihr baut die Markise aufs Dach drauf, gell? Aufs Dach, Mann. So, ich zeig mal gerade, hier vorne ist die Sitzgruppe, eine Doppelsitzgruppe, die ist mit drin. Das heißt, die könnte ich jetzt zum Bett umbauen, aber ich brauche nicht umbauen. Ich habe einen Fernseher mit drin, der, wenn ich mal Fernsehen gucken will, das ist im Wohnwagen ja auch nicht normal. Ich sag mal, dass mein Fernseher aus dem Wohnmobilen kennt man es, aber im Fernsehen mit Autarkie-Paket ist es wie im Wohnmobil quasi. Ich habe die gleiche Technik. Du kannst auf 12 Volt, du kannst auf 230 Volt, also Wie das Herz begehrt. genau. Hier oben hast du dann auch noch eine 230 Volt Steckdose und einen USB-Anschluss. Ja, Du hast das Kommt ja auch Fahrzeug immer recht mehr. oft verkauft auf der Messe, muss man sagen. Der Da Vinci ist als Familienauto wirklich ein toller Grundriss. er kam super an, ja, weil so hat es im Moment bei Tabat nicht gegeben. Diesen Familiengrundriss hat es bei unserer Marke Weinsberg halt auch gegeben. Ja, da gab es ihn in 550 und in 5 Meter, also so die Bezeichnung. Und im Da Vinci jetzt komplett für 2021 neu dieser Grundriss und sehr gefragt. So, hier oben drüber über der Sitzgruppe gibt es dann auch noch die gleichen Staufächer, allerdings unten mit geöffneten Staufächern, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu viel reinmacht, denn das sieht man ja alles. Die haben das gut gelöst hier mit den Körbchen, das gefällt mir. Ja, ist gut, gell? Da sind so kleine Körbchen drin, das muss ich mir, glaube ich, mal aufschreiben. Mach mal bitte auf, so ein Fach. Ja, bitte.
Mal gucken, also da kann man jetzt jede Menge, ja klar, ich meine, das ist ja Alltag. Jetzt im Moment ist der Wagen ja nicht in Benutzung und da sind auch die speziellen Sachen von Brunner drin. Gefrieren kann, ja. Ist dann drin. So, hier oben eine große Lampe ist drin. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Sitzgruppe drauf, dann zeige ich mal die Küche. Die Küche ist wirklich toll. Also eine ganz große Küche, mit der ich viel machen kann. Siehst du? Ja. In der täglichen Anwendung sogar Platz für alle Utensilien. Da ist die Kaffeemaschine drin, der Toaster drin, der Wasserkocher. Alles sieht auch ganz neu aus. Die waren schon vorher Camper hier, weißt du das? Bei uns noch nicht. Bei euch noch nicht. Nee. So, Aber die kommt aus der netten Region vom Saarland. aus dem Saarland. Und die kamen jetzt wie zu euch? Wie haben die euch gefunden? Ich würde fast behaupten, über deine netten Videos. Über die Videos, okay. Liebe Saarländer, guckt mal hier rein. Also das heißt, da ist Besteck pur, richtig viel Platz für viel Besteck. Das ist auch wichtig. Dann das nächste. Dafür ist Tabat aber bekannt, breite Schubladen. Also das ist wirklich jetzt keine... Ja, das ist ein bisschen beladen. Jetzt siehst du, Vorführeffekt. Da können die Jungs gleich mal nochmal schauen. Feste drücken? Ja, ich drücke. Okay. Oh je. Boah, ist nicht so schlimm. Das habe ich... Wir erledigen das. Das ist gar kein Problem. Da ist immer also das Mülltrennsystem drin. Ich muss dazu sagen, ich bin so... Ein Apothekerschrank ist mit drin. Wenn du mal gerade mal feste drauf drückst mit den Ballen... Ich mach so? Ja, mach mal so. Nee, kommt nichts. Keine Reaktion. Also er ist in der Werkstatt, es wird behoben. Ja, das sind aber Kleinigkeiten. Ich habe auch selber ja einen Tabat gehabt. Also es war einmal im Jahr, nach 6, 7 Jahren, da musste ich auch mal die Schlösser nachstellen. Das war halt so. Das sind aber alles Kleinigkeiten. Wir reden über große Sachen, die irgendwas sind. Ihr habt wenig Stress mit Tabat, oder? Wir haben wenig Stress, ja, muss man wirklich sagen. Und das ist auch unter allen irgendwo bekannt, dass Tabat ein Qualitätsprodukt ist. Und es wird viel darauf zurückgegriffen, dass es heißt einfach, die Schausteller, Fahrenden und verwenden diese Fahrzeuge. Also ist da was dran. So, mach mal gerade zum Vertrauensbeweis mal die untere Schublade auf. Wenn mir die jetzt nicht aufgeht, breche ich das Video ab. Dann ganz andere Verschlüsse. Siehst du? Okay, alles klar. Super. So, hier vorne habe ich ein Dreiflammen-Kochfeld. Ja, jetzt alles durch den Einbau bis hier. Genau, ihr habt nämlich auch rausgesägt, muss man dazu sagen. Ein bisschen klar, Holzstaub ist hier da. Hier ein bisschen ein Loch rein, damit die Klimaanlage reinpasst. So, da oben habe ich ein großes Spülbecken. Alco AT10 Insight. So, der wird anschließend, wenn er rauskommt hier und ihr seid fertig, wird ihr dann nochmal so Besen rein übergeben oder macht ihr den mit Spänen, wird er dann komplett schmutzig? Nein, um Gottes Willen, das Aushängeschild liefern wir nicht. Sicher wird hier gereinigt und dementsprechend das Fahrzeug nachher an den Kunden wieder übergeben. So, unten mal die Klappe mal öffnen, als Beweis, dass die anderen alle gehen. Da komme ich jetzt nicht drüber weg, dass die eine Klappe dann nicht aufgeht. Nee. Will nicht. Oder gibt es da irgendwie einen Trick? Nach oben, nach unten? Das ist ein Druckverschluss und dementsprechend soll der hier rauskommen. Also da Echt? müssen die Jungs Warte mal. jetzt wirklich gleich... So. Also, Das ist gedacht für Männer, sage ich nur. haha. Jetzt habe ich meine Hand Das mal ist eine einmal. Küche, da denkst du dran, ne? Da ist eine Küche. Das ist eine Küche. Sabrina, Da mach's gehen noch mal doch zu. Männer eigentlich gar nicht hin. So, jetzt ist drin und jetzt. Warte mal, ich mach's jetzt mal bei mir. Geht doch. Was kann was du hast? Das erzähl mal der Familie. Nochmal. So. Warte mal, ich mach's nochmal. Sabrina. Also. Das ist ja witzig. Das ist irgendwie wahrscheinlich bei mir kodiert, ja. Wie so Ja, eine, das wird sein. wie so eine Smith Wesson mit elektronischem Abzug. Fahrsicherheit. Einwandfrei. So, der Kühlschrank, der geht nicht auf beiden Seiten auf, aber es ist die Vorstufe von dem. Das heißt, ich kann den Links- und Rechtsanschlagen montieren. Ja. Der ist jetzt Rechtsanschlagen montiert und hat ein großes Kühlfach. Ihr seid zufrieden mit dem neuen Dometic? Noch keine negativen Rückmeldungen. Er funktioniert. Das ist so, ja. Vorher war ja der Tech Tower. Der Vorteil ist, er ist sehr schmal. Dadurch kann ich ihn sehr groß gestalten. Ich habe ein riesen Gefrierfach mit drin, was übrigens auch auf beiden Seiten zu öffnen ist. Weißt du das? Das Gefrierfach? Beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Kannst du mal ausprobieren. Jetzt, guck, kriegt die Frau die Küche erklärt, ne? Einmal so. Hast du gewusst? Ha, ne? Super. Hast du gewusst? Ich hab's gewusst. Habe ich nämlich beim letzten Videodreh habe ich das gezeigt, haben die Leute gesagt, echt zu beiden Seiten. Da habe ich gemeint, jo. Ja. Und das lag nur daran, dass meine Frau, die hat auf der anderen Seite mal feste gezogen und da ging es auf einmal auf. Ja, es war so. Da haben wir gesagt, hey, das haben wir vorher schon gewusst. Großer Spiegel ist mit Aus drin. dem FF. Ja, hier oben haben wir noch nicht auf. Vielleicht Ja. interessiert es den einen oder anderen noch. Siehst du, es liegt die Bordmappe drin. Ja. Das ist Dann noch alles neu. Schrank. Schwer.
Schrank einmal so. Da komme ich ja nicht drüber weg, dass die eine bei mir zu öffnen war. Das probieren wir nachher einfach nochmal. Ja, das machen wir gleich nochmal. So, und dann ein großer Kleiderschrank mit drin. Hier vorne ist nochmal ein Vorhang. Hier kann ich zuziehen, wenn die Kinder nämlich schon schlafen. Das ist so eine Falltür sogar. Wir haben nämlich hier tatsächlich ein Etagenbett. Übrigens die Falltüren, nicht, dass einer kommt und sagt, hatten die nichts Besseres. Das ist das Beste, was es gibt. Denn es geht nicht kaputt, es ist sehr leicht, es klappert nicht. Und wenn du nochmal aufmachst, Sabrina. Ist auch Gewicht. Gewicht. Ich habe nämlich bei Kabe gefilmt, Wohnwagen 100.000 Euro, hatte eine Falltür. Also das ist da Standard. Und wenn du siehst, dieses Etagenbett, was von der Größe her sogar großen Menschen noch einen Platz gibt. Ja. Deine Größe heute, Sabrina? Meine Größe 1,68. 1,68. So, und da hast du dann ein großes Kinderdoppelbett, wo man schön schlafen kann. Hast du auch noch die Stauraum. Stauraum, und die haben auch die Serviceklappe hier unten. Also kommst du auch von außen dran. Batterie. Ah, da ist die Autarkie, gell? Ja. Ja, die ist drin. So, dann die Tanks, die hier drin sind, das heißt... Und hier sieht man es auch eigentlich ganz schön, dass die Wasserschläuche alle schon an der Umluftanlage mit hinterlegt sind und an langs gelegt. Ist auch nochmal so eine Sache, dass die nicht eingefrieren. Die sind in dem Moment durch die Wärme von dem Umluftschlauch ja auch dementsprechend nochmal geschützt. Nettes Detail. So, das heißt, dein Platz, wenn du jetzt wählen könntest, ist oben oder unten, Sabrina? Als Kind oben, Ja. als Erwachsener jetzt unten. Unten. So, Fenster haben wir eins für beide. Guck, ein großes. Ein großes Siehst du für hier beide. jetzt eigentlich ganz gut. Das heißt, die können dann lüften, da ist auch ein Fliegengitter dahinter. Das ist so. Also ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, da sieht man es ein bisschen besser. Hier habe ich ein Etagenbett mit drin. Sabrina, wenn du mal kurz rauskommst. Genau, komm mal kurz raus, dann zeige ich es mal gerade. Also man geht hier so ums Eck rum, dann habe ich hier mein großes Kinder-Etagenbett mit 2 Stöcken, was sehr praktisch ist. Ganz hinten ist ein Kleiderschrank, Sabrina. In der Flucht jetzt zu dir ist ein großer Sag mal. Kleiderschrank. Jawohl. Bitte. Hier, ne? Und Tada. Da schaltest du auch die Therme ein. ist ein schöner Wohnwagen, gefällt mir. Also ein sehr, sehr durchdachter Grundriss. Auch ganz stolz drauf. Und ein Heckbad. Seite. Seite. Seitenbad. Heck wäre bei mir, wenn ich ein Heckbad höre, quer. Komplett. Also wirklich im Heck. Und das ist hier so eine Seite. Ich würde gerade sagen, wir tauschen wieder. Wir tauschen mal gerade. Geht das so? Geht so, ja. Wenn du mal das Licht gerade mal anmachst, sag mal so lieb. So. Vielleicht noch ein bisschen mehr Licht. Jetzt habe ich dich, oder? Ja. Wo ist das Licht, Sabrina? Hier oben an der kleinen Leiste normalerweise konntest du es die ganze Zeit einschalten. Ja. Ne? Warte, ich guck mal gerade hier rum. Also hier ist schon mal die Dusche. Die Familie, die verurteilt mich hier. Ja, das ist ja vollkommen klar. Weißt du, du verkaufst die Dinger auf der Messe. Wie viele Tage warst du da? 10 Tage auf der Messe, oder? Ja, und alles verlernt. Alles verlernt, was irgendwie Bedienung angeht. Kriegst du an? Nee. Ach, Sabrina, erst kriegst du die Klappe. Aber ich kann eins machen. Ich kann jetzt mal reingehen. Ich finde wahrscheinlich den Schalter sofort. Da ist er. Wo war er? Sag's mir. Am Waschbecken. Am Waschbecken. Okay. Dann geh mal kurz raus. Dann, wenn du mal so lieb bist, mal rausgehst, mal das Licht anmachst, dann halte ich mal rein, dass wir das zeigen. Das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja authentisch. Und wenn wir irgendwas nicht wissen, man kann ja nicht alles wissen. Ja. Dann gehen wir mal rein. Oberhalb der Steckdose. Schönes Waschbecken, muss man sagen. Also Ja, für lenken so ein wir jetzt kleines- aber schöne Waschbecken. So, oben habe ich eine Ablage. Ich bin ja schon im Bett hier, im Heck. Ich bin auf der linken Seite im Heck, aber in Seitenbad, würdest du sagen. Ich würde sagen ein Seitenbad, deswegen ein Heckbad verstehen wir immer drunter, dass das wirklich dann wie Das komplette Heck ausfüllt. Das komplette Heck ausfüllt, genau. Toilette ist mit drin, eine Kassettentoilette wie im Reisemobil, wie man das kennt, die gleiche Technik. Also die kam ja zunächst mal im Wohnwagen, muss man ja sagen. Ja, das ist ja, wenn wir jetzt so tun, hey, die gleiche Technik wie im Reisemobil. Nein, die Wohnwagentechnik ist jetzt im Reisemobil, so muss man sagen. Umgekehrter Weg, genau. Okay, man merkt schon, dass ich sehr viel... Die Dusche ist schön. Also auch hier habe ich eine riesen Dusche mit drin. Jetzt an der Seite hinten das Holz, das macht nichts, wenn das nass wird, oder? Das heißt, das ist dafür gebaut, dass in der Dusche dann so ein Holzdekor kriegt. Ein Vorhang, der einmal drumherum ist. Rumgeht, genau. Genau, der ist aber hier nicht montiert. Die haben das Zubehör nicht. Gut. So, ich zeige mal gerade ganz kurz. Also Dometic
Anlage mit drin. Hier habe ich das Licht mit drin und hier habe ich wahrscheinlich einen Pushlock noch mit drin. Ich mache mal gerade auf. Auf der Seite. Und da ist dann nochmal ein großes Fach mit drin. Natürlich jetzt alles liegend, wo die Sachen drin sind. Also toller Familiengrundriss. Also es gefällt mir schon gut hier mit dem Stockbetten. Ich habe mir immer Stockbetten gewünscht, weißt du, wenn du dann nämlich... Als Kind oder als Erwachsener? Als Erwachsener auch. Weil du irgendwie, man schläft ja jeder doch zu dritt und gerade im Wohnwagen kann es ja mal sein, jeder will auch mal alleine sein, weißt du, dann hat jeder sein eigenes Bett und ich habe lieber ein Bett, was nur 1,75 Meter, 1,80 Meter lang ist und ich bin zwar 1,83, aber ich schläft doch niemand kerzengerade. Genau, das haben wir oft, dass die Leute immer sagen, oh, die sind aber klein. Ja, aber wie du sagst, man ist ja nicht und schläft kerzengerade, sondern man ist ja doch angewinkelt. Also ich habe diese typische Embryonalstellung, wahrscheinlich seit der Geburt habe ich dann drin. Genau, Sabrina, wenn du... Jeder ein bisschen Licht jetzt. Bisschen Licht mal reinmachen. Man sieht das doch mal im vollen Umfang. Du darfst dich mal kurz auf die So, und nochmal. Auf die Bank mal kurz setzen, sei mal so lieb, dass man da einmal dich mal sieht in deinem Tabat, roten Tabat, in deiner roten Tabatjacke und hinten sieht man dann komplett nochmal die Ausleuchtung. Länge nochmal von dem Fahrzeug, 5 Meter? Der Aufbau heißt 500 und wenn du die kompletten Daten haben möchtest, damit wir keinen Fehler machen, ist 7,30 Meter bis zur Deichsel. Die Nutzlänge sind 5,28 Meter und er hat eine Breite von 2,32. Also 2,32 breit, Nutzlänge 5,28 und die Gesamtlänge mit über alles quasi, über Puffer wie früher war denn 7,30 Meter. Die Zuladung ist 230 Kilogramm. Kann man den auflasten? Ist das möglich? Kannst den noch auflasten. Der hier geht, glaube ich, bis 2 Tonnen. Schauen wir mal schnell in unsere nette Liste nochmal. Weil die Leute hören ja im Video alles und machen dementsprechend dem Verkäufer nachher das Leben zur Hölle. Zur Haar. So, pass auf. Hier hast du immer, wenn auch jemand mal so eine Preisliste in der Hand hat, dann hast du hier den 500 KD, dann gehst du hier nach unten, dann siehst du hier Serie vom Fahrzeug und du hast hier in dem Moment eine Auflastung auf 1700 Kilo. Gehst du weiter nach unten und kannst den bis zu 2 Tonnen auflasten. 2 Tonnen, das heißt dementsprechend steigt auch die Nutzlast an. Ich habe aber dann, ist es nicht nur eine Papierauflastung, sondern wahrscheinlich ist auch das Fahrwerk ein anderes drin. Du hast ein anderes Fahrwerk unten drunter, das ist korrekt. Also du kannst papiermäßig nicht auflasten. Wenn du jetzt zum Beispiel nur die kleine Achse unten drunter hättest, kannst du nicht einfach hingehen und kannst das auflasten. Du musst also die Achse drunter haben und dann kannst du eher ablasten papiermäßig, aber nicht auflasten. Und immer mit beachten, wie du eben auch erwähnt hast, wie wir vorne schon beim Fahrradträger waren, alles das ist Zuladung. Die gehen an deinen Zulademöglichkeiten, wie hier zum Beispiel bei 230 Kilo hier ab. Das unterschätzen viele. Sehr schön. Sabrina, wenn du mal kurz rausgehst, bitte, dann mache ich mal einen Gesamtrundgang. Das lieben ja die Leute, wenn man so reinkommt und das mal am Stück mal gerade zeigt. Fliegengitter ist mit drin. Mach's noch mal kurz zu. Andere Seite. Ich habe es gesehen vorher schon, das war gemein. So, wenn du mal kurz aufmachst. Und die Premium-Tür hattest du eben auch schon gesehen. Die Premium-Tür. Ach so, unten mit dem Einkaufssäckchen. Das ist eine Mülltüte, oder? Die Tabaktasche kannst du Brötchen mitholen. Brötchen mitholen? Ja. Okay. So, die Premium-Tür, die ist also extra breit, hat hier oben sogar noch kleine Haken mit drin. Genau, kannst du noch was aufhängen. Oh, jetzt geht sie weg. Einmal. So, kannst du eine Jacke oder was aufhängen. Hier kannst du noch einen Schirm. Ein Schirm? Warte mal, mach mal auf. Du hast einen Schirm mit drin. So, dann warte mal. Ich geh mal kurz raus. Zeig mir gerade die Premium-Tür. Das ist quasi der Eingang. Auf der rechten Seite, direkt am Eingang, habe ich dann das Bett. Das kann ich abtrennen mit einem Vorhang. Dann in der Mitte habe ich die Sitzgruppe. Die ist hier. Oben drüber habe ich auch Schränke. Jetzt mit Klimaanlage. Linke Seite ist dann die Küche mit 3 großen Auszügen. Der Kühlschrank daneben. Der Fernseher. Hier ist der Kühlschrank. Dann ein Schrank. Hier das Doppelstockbett mit einem Fenster. Das Bad ist hier. Und ein ganz großer Heckschrank. Warte, ich gehe mal kurz ums Eck. Da noch was ist? Ne, hier ist nichts. Also hier sind noch kleine Staufächer mit drin. Und hier habe ich dann meinen großen
Heckschrank mit drin. Sabrina, ich komme zu dir. Wir sind in der Werkstatt sind wir allerdings, denn ihr habt die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu individualisieren. Das bedeutet also, wenn jemand sagt, ich habe eine Klimaanlage, muss ich die nicht selber einbauen. Ihr habt Fachleute, die das wirklich gut kennen oder können so, wie es ab Werk wäre. Genau, manchmal sogar noch besser. Erstausrüsterqualität, sage ich mal so. Ihr seid einer der größten, wenn nicht der größte Tabathändler Europas, tatsächlich in Idar-Oberstein. Das Ganze ist ein bisschen gewachsen, weil ihr Doppelachser verkauft ohne Ende an das fahrende Volk, wie du es immer nennst. Also das sind Menschen, die das ganze Jahr beim Wohnwagen wohnen, absolute Qualität brauchen, die fahren gerne Tabat. Korrekt, genau. Die haben dann die Tabat-Profi-Klasse in dem Moment. Also die sind da mit den Achsauslastungen, wie du es eben schon erwähnt hast, die haben ja halt ihr Haus dabei. Ja, die kommen aber vom selben Band, oder? Das heißt also, die Kleinen hier, die Da Vincis, werden im gleichen Band gebaut wie die Großen? Die kommen vom selben Band. Immer eine Serie läuft, aber bei den Franzosen oder Fahrenden heißen die dann halt einfach anders. Das eine sind so die Campingfahrzeuge, die der normale Anwender hat. Und wir nennen das andere halt die Profi-Klasse. Die heißen und haben andere Bezeichnungen, sind auch vom Interieur anders aufgebaut. Ja, Sabrina Fewinger, AMC Schmidt mit Doppel-T in Idar-Oberstein. Und wenn Sie Lust haben, ja, normalerweise verkauft ihr ja keine Einachser, aber jetzt aufgrund der Videos kamen immer mehr Einachser-Leute. Ihr kriegt die natürlich auch, oder? Wir haben auch Einachser verkauft, aber halt in dieser Situation in der Profi-Klasse sind halt die Tandemachser einfach gefragt. Und da haben wir uns so ein bisschen die letzten 52 Jahre, haben wir gerade eben nochmal gerechnet, drauf spezialisiert. Jawohl. Ja. Vielen, vielen Dank. Öffnungszeiten, wenn ich Interesse habe, am besten vorher anrufen oder wie läuft das bei euch? Oder kann ich einfach so plötzlich vor der Tür stehen mit 8 Leuten? Die Woche über wäre das in Ordnung, dürft ihr gerne kommen, einfach auch ohne Anmeldung. Samstags ist es halt leider, oder gönnen wir uns den Samstag, da ist halt immer nur eine Notbesetzung, da sollte man bitte vorher anrufen. Ansonsten sind wir von 8 bis 17 Uhr zu jeder Schandtat bereit. Ansonsten auch mal die Zeit mal nehmen, vielleicht mal einen Tag frei nehmen, denn gerade die Woche über ist ein bisschen weniger los, hat man ein bisschen mehr Zeit. Überhaupt im Winter ist ein bisschen weniger los, aber nicht so wenig wie sonst immer, oder? Das heißt, das hat sich komplett gewandelt. Können wir nicht behaupten und sind wir auch froh drum. Also wir haben ständig und dauerhaft zu tun. Wir hatten in den anderen Videos eben gerade erwähnt, wir haben jetzt halt zum Beispiel eine Woche, weil diese Profiserie läuft, da sind wir jeden Tag im Werk und holen Fahrzeuge. Ich zeige es mal gerade hier oben. Da wird jetzt noch die Markise montiert, da kommt jetzt noch eine Strebe drüber, also als Erweiterung. Die liegt hier, Preis von so einer Markise, was kostet das, 600, 700 Euro? Oh ja, wenn es schön wäre. Ja, also werkseitig kannst du da 1.500 Euro irgendwo was investieren. Hier bei der Markise, da müssen wir jetzt im Nachgang halt rechnen, dass diese Querstreben gebraucht werden, gewisse Kleinteile. Und die Markise ist auch nicht mehr so gerade mal für den Preis zu erhalten, wie du das jetzt eben erwähnt hast. Da sind wir schon, steht eine 1 meist schon vorne dran. Gut, die ist auch sehr lang, muss man sagen. Die ist jetzt lang. Ich schätze mal, dass die einen Auszug von 230 irgendwo hat. Und jetzt wird die 460. Fast die komplette Fahrzeugbreite. Die kommt aufs Dach drauf, gell? Die macht die aufs Dach. Die kommt aufs Dach, genau. Alles klar. Vielen Dank. Sabrina Fewinger, Geschäftsführer AMC Schmidt und also Geschäftsführerin. Gender, muss ich sagen, der Da Vinci 500 und 500 glatt. 500 KD. 500 KD für Kinder, Zimmer und da steht er. Tschüss, danke fürs Einschalten.